Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Im heutigen Video gehen wir das Knob Assign durch. Des Weiteren gehe ich auch die Systemcontrols durch und wie man diese verwendet. Und los geht's! Im Menü Knob Assign lassen sich Funktionen den drei physischen Potties, die sich über den Lautstärkenfedern befinden, zuweisen, um Echtzeitsteuerungen verschiedener Parameter zu realisieren. Es gibt auch einen vierten Slot, den man nur virtuell über Motion programmieren kann. Selbstverständlich lassen sich auch die drei anderen Slots mit Motion aufzeichnen bzw. programmieren. Wie man Motions programmiert, zeige ich euch in einem separaten Tutorial. In das Menü gelangen wir, indem wir einfach Knob Assign drücken. Über die Encoder C1 bis C4 lassen sich dann verschiedene Optionen auswählen. Gehen wir mal die Menüpunkte durch. No Assign weist dem Potty keinen internen Parameter zu. Der Sinn dieser unnötig erscheinenden Option liegt darin, dass wir den Potties MIDI-Control-Change-Nummern zuweisen können, mit denen wir externes Equipment über MIDI steuern können. Aber auch zu dem Thema gibt es ein eigenständiges Video. Level ändert die Lautstärke, Pan ändert die Position im Stereopanorama, Chorus Tune ändert die Tonhöhe in Halbtonschritten bei Ton- und Drumtracks, Fine Tune ändert die Tonhöhe in Cents bei Ton- und Drumtracks. Portamento lässt uns das Portamento bei Tontracks ein- und ausschalten. Portamento Time bestimmt die Geschwindigkeit, mit der der Wechsel der Tonhöhe vollzogen wird. Cutoff lässt uns den Filter bei Ton- sowie Drumtracks steuern. Resonanz hebt den Bereich in der Nähe der Cutoff-Frequenz an. Mit Attack, Delay und Release können die Lautstärken-Hüllkurvenparameter geändert werden. Vibrato Rate lässt uns die Frequenz des Vibratos bei Tontracks verändern. Vibrato Depth ändert die Stärke des Vibratos. Vibrato Delay verzögert den Start des Vibratos. Octave Shift ändert die Tonhöhe bei Tontracks um ganze Oktaven. Delay Send und Reverb Send lässt uns den Delay bzw. Reverb Master von allen Trackarten steuern. Pitchbend erlaubt uns bei Tontracks Pitchbendings mit den Potties durchzuführen. Danach haben wir System Control 1 bis 4, auf die ich gleich eingehen werde. Und zu guter Letzt haben wir verschiedene Parameter, um das Modulationsdelay zu steuern. Bei einem Looper-Track haben wir folgende zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Level, Pan, Delay, Send, Reverb, Send ist gleich. Pitch chromatisch ändert die Tonhöhe eines Looper-Tracks in Halbtonschritten. Pitch Fine ändert die Tonhöhe eines Looper-Tracks in Cent. Pitch Shift ändert die Tonhöhe um ganze Oktaven. Und Reverse spielt das Sample bzw. den Loop eines Looper-Tracks rückwärts ab. Kommen wir nun zu System Control. Damit lassen sich Parameter des internen Synthesizers mit dem Potties steuern. Die Zuweisung könnt ihr in der Matrix-Sektion des Tontracks ändern. Aber am besten ich zeige es euch mal, damit man es besser nachvollziehen kann. Als erstes weisen wir einmal System Control 1 einen Potty zu, sagen wir Potty 3. Nun gehen wir mit Shift und Sound in das Ton-Edit-Menü. Rechts oben befinden sich die 4 Matrix-Sektionen, die vom Aufbau her ident sind. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt 4 Matrix-Sektionen, aber nur 2 Menüpunkte, aber dazu gleich. Wir gehen mal in Matrix Menü 1. Man kann hier verschiedene Steuerquellen verschiedenen Modulationsparametern zuweisen. Zum Beispiel Control Changes, Pitchbend, Aftertouch, Keyfollower etc. Und unsere 4 System Controls. Also wir weisen jetzt System Control 1 der Funktion LFO 1 Rate zu. Also from System Control 1 to LFO 1 Rate. Depth stellen wir mal auf plus 63, damit man den Effekt gut hört. Die blinkende Funktionstaste weist uns darauf hin, dass wir hier im Menü scrollen können. Wenn wir auf die Funktionstaste drücken, sehen wir Matrix 3, deren Funktionsweise, wie schon erwähnt, ident ist. Zu erwähnen sei noch, dass alle Matrix-Sektionen unabhängig voneinander funktionieren. Aber zurück zu Matrix 1.
Okay, dann steuern wir mal LFO 1 mit POTI 3. Wir hören, dass hier nichts passiert, da wir natürlich LFO 1 auch konfigurieren müssen. Dazu gehen wir in den LFO, sagen Amplitude minus 100, Wellenform nehmen wir Square, also Rechteck, und jetzt sollte es funktionieren. Einen letzten Hinweis habe ich noch, und zwar ist es durchaus möglich, dass einige Presets schon vordefinierte Systemcontrols haben. Also falls das gewünschte Ergebnis von eurer Vorstellung abweicht, schaut euch die Matrix-Sektionen durch, dass es dort keine unerwünschten Doppelroutings gibt. Also wenn ihr ein Preset nutzt, wo zum Beispiel Matrix 4 auch auf Systemcontrol 1 geroutet ist, wird der dort zugewiesene Parameter natürlich auch beeinflusst. Also ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Wir gehen zur Matrix 4, Control 1, nehmen von mir aus LFO 2 Rate. Wir steuern jetzt LFO 2 Rate auch mit System Control 1. Hier werden wir aber den Cutoff nehmen. Und jetzt sehen wir oder hören wir, dass natürlich Matrix 4 mit eingreift über System Control 1. Selbstverständlich könnt ihr Mehrfach-Routings für euer Sounddesign nutzen. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon-Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!